Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen. Ein neuer Tag. Wir gucken, was der uns für eine Botschaft mitbringt. Für ein kollektives Thema. Hier haben wir die neue Karriere. Irgendeine berufliche Ausrichtung in Erfolg, Veränderung. Oh je, das sind mir hier zu viele. Das kann natürlich hier auch ein Projekt sein, dass du startest, etwas, an dem du arbeitest, wo du deine Energie reingibst. Wir kriegen den Herbst angezeigt. Hier ist so ein bisschen Ernte. Erntezeit, Sammelzeit. Hier hast du vielleicht auch schon lange auf was gewartet oder auf was zugearbeitet, was dir jetzt Ernte einbringt. Vielleicht auch dann wieder bis zum Herbst dir so eine gewisse Sicherheit mitgibt. Du darfst auf jeden Fall einsammeln, Fülle erleben. Hier natürlich auch beruflicher Art, berufliche Erfolge feiern. Für alle, die nicht arbeiten, kriegen hier natürlich gesagt, ihr habt die Ernte für die Themen, an denen ihr arbeitet. Und ihr habt die Möglichkeit, hier eine ungesunde Situation zu verlassen. Ne? Irgendwo, wo man eine Tür zumacht, geht eine neue auf. Das geht vielleicht nicht immer in dem Tempo, wie wir es haben möchten. Aber man sieht es hier auf jeden Fall, dass man entlohnt wird für etwas, das man verlässt oder weglässt. Ja, ein großer Loslassprozess. Kontrolle abgeben ist ja auch so ein Thema, ne? Dass man immer nicht die Hand auf irgendetwas halten kann, weil es so viele Einflüsse gibt, die wir eben nicht kontrollieren können. Und wenn wir hier so ein bisschen das Bedürfnis aufgeben nach, ja, ich sag mal, manipulieren, auch in eine bestimmte Richtung, dann können sich hier viele neue Möglichkeiten einschleichen auf Wegen, die wir so nicht erdenken. Hier unten haben wir noch, hier ist die Kerze ausgegangen. Alles ist in Ordnung, ne? Mach dir mal keine Sorgen. Alles wird gut verlaufen. Gerade wenn auch so Wechsel bevorstehen oder dass man sich für etwas anderes entscheidet, fühlt man sich ja oft auch unsicher, bis es dann wieder, ja, ich sag mal so, eingesessen ist, was man hier Neues beginnen darf. Bis man sich wieder dran gewöhnt hat, sozusagen. Wir haben hier das Känguru. Da geht es sehr stark um Träume und Visionen und wie man die im Leben umsetzen kann. Und natürlich macht das Känguru auch Sprünge und hier in diesem Fall große Sprünge. Also hier ist eine Veränderung zu sehen, die einen großen Sprung vorhersagt. Das ist nichts Kleines, sondern da ist man in der Lage, etwas Bestens für sich umzusetzen. Hier kann sich auch ein Traum verwirklichen. Möglicherweise habt ihr euch schon länger vorgestellt, was wäre, wenn ich dies oder jenes umsetzen könnte. Und hier kommt es, ne? Hier ist es möglich. Hier kommt eine Balance zwischen innen und außen auch. Hier kommt ein aktiver Sprung in die richtige Richtung und das ohne sehr viel Energieaufwand. Ne? Man wagt sich was, man legt los, man kommt in die Gänge sozusagen. Was geben uns hier die Blumen noch mit?
erwarte das Beste. Hier haben wir die Goldrute, die zum Goldfluss weist. Und hier geht man den Weg, der begleitet ist, der einem von oben auch geführt oder ja, unterstützt, zu seinem eigenen Schatz führt. Und zwar mit großen Sprüngen. Toll, eine tolle Energie. Was sagen die Engel dazu? Der Engel der Akzeptanz. Ja, hier soll man die Gegenwart mit ihren Ereignissen annehmen, den Sinn erkennen, der hinter allem steckt, das Gleichgewicht, der Fluss des Lebens, der wieder in die richtige Richtung führt, und zu akzeptieren, wie die Situationen eben sind hier Voraussetzungen für den eigenen Frieden. Also hier hat man vielleicht akzeptiert, dass etwas keinen Sinn mehr macht und dass man es deshalb weglassen kann und sich für etwas komplett Neues entscheiden darf, auch wenn man es nicht kennt. Man hat sich vielleicht erträumt und hier kommt die gute Möglichkeit. Ich finde, Akzeptanz ist manchmal eine schwierige Sache, weil man halt vor Herausforderungen gestellt wird, Ängste überwinden darf. Man macht sich hier vielleicht auch Sorgen und man kriegt hier gesagt, brauchst du nicht, es ist alles in Ordnung, es wird alles gut verlaufen. Wir haben hier den Pirol. Hier ist sehr viel Hektik, Unruhe, Sorgen, Nervosität, Kummer. Ja. Hier darf man sehr viel erledigen und genau dieser Weg wird uns dazu führen, wenn wir große Sprünge machen, dann kommt da halt auch Unruhe und Nervosität mit und ja, es wird ein bisschen eine unruhige Phase werden, bis wir uns da zurechtgefunden haben, aber hier ist Ernte. Hier hat man sich etwas erträumt, das man jetzt mit großen Sprüngen umsetzen kann. So, was sagen die Lennys noch? Es geht um dein Leben, um langfristige Prozesse, um Wachstum. Wir haben hier die Ernte und hier den Baum, ne? Der Baum bringt dir die Früchte. Es geht vielleicht auch um so Prozesse, die im Leben jetzt anstehen, die Veränderung und Loslassen mitbringen. Das Loslassen liegt hier sehr in diesem Bereich von, ich möchte gerne alles vorher wissen, ich möchte alles kontrollieren. Hier ist die Langsamkeit, der neue Lebensweg. Ein neues Kapitel im Buch deines Lebens möchte aufgeschlagen werden. Hier liegt auch die Info, die man braucht, ne? Man hat etwas gelernt, eine Lebenslektion und von dieser aus kann man hier ganz gut weitermachen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.